Tagebuch Ostfront Dezember 1943, Januar 1944. Heimat. Weihnachten waren ein paar schöne Tage zu Hause mit der Familie. Leider habe ich den Jahreswechsel Dienst und kann nicht bei meinen Lieben sein. Anfang Januar soll ich dann in die Panzertruppenschule versetzt werden und die zukünftigen Panzerbesatzungen und Richtschützen ausbilden. Naja, mal abwarten, was das wird. Wieder mal Fliegeralarm und alles wird verdunkelt. Wir gehen dann meistens nach draußen und schauen uns den Himmel an. Ab und zu kann man die Luftschlacht schemenhaft miterleben, aber meistens sind die Wolken dazwischen und es bleibt nur der Lärm der Motoren. Scheinen ganz schön viele Maschinen zu sein, aber hier geht nichts runter, wir sind nicht das Ziel. Doch dann sehen wir am Himmel eine Feuerspur durch die Wolken jagen und scheinbar stürzt ein Bomber brennend ab. Entweder die Flak oder doch die Nachtjäger. Wir sind also doch nicht ganz wehrlos. Der Flieger rauscht über unsere Gebäude herüber und schlägt in einiger Entfernung dann auf einem Acker auf. Da wird wohl keiner mehr am Leben sein. Schon wird in Windeseile ein Trupp zusammengestellt und wir machen uns im Dunkeln mit 2 LKW und einem Kübelwagen auf den Weg. Wir fahren abgedunkelt, was die Fahrt noch beschwerlicher macht. 1 Stunde dauert es, bis wir endlich dort angekommen sind, wo der Bomber aufgeschlagen ist. Brennende Wrackteile liegen noch hier und da verstreut, aber der vordere Teil des Rumpfes scheint noch in einem Stück zu sein. Es wird auch schon langsam hell und wir bekommen den Befehl, das Wrack zu durchsuchen. Fliegeralarm ist lange aufgehoben und wir machen uns auf den Weg über den schlammigen Acker zum Flugzeug. Ami oder Engländer? Ich bin mir nicht sicher. Mein Trupp nähert sich vorsichtig und unser Oberleutnant mahnt alle zur Vorsicht. Die Flieger lassen sich auch nicht so leicht gefangen nehmen, wenn da denn noch einer lebt. Ich habe schon Geschichten gehört, dass Besatzungen von abgestürzten Flugzeugen von Zivilisten gefangen genommen und erschlagen wurden. Das geschah dann aus Wut über die Toten nach den Angriffen auf die Städte. Also sind wir auch hier, um etwaige Überlebende zu schützen. Wir schützen den Feind. Die Welt ist manchmal nicht zu verstehen. Also vorsichtig rein in den Rumpf und kein Schuss fällt. Wir finden dort drinnen noch 3 Männer der Besatzung. Einer ist tot und die anderen beiden schwer verletzt. Das Feuer hat ihnen ordentlich zugesetzt, aber sie leben noch. Wir versuchen, sie aus dem Wrack zu befreien. Das ist nicht so einfach, weil sich da allerhand Metall verbogen hat. Aber nach einer guten Stunde haben wir die beiden Männer befreit. Es waren Engländer, die wir da aus der Maschine holten. Einer meiner Kameraden meint noch, es wäre wohl ein Wellington-Bomber, ist sich aber nicht sicher. Mit einem LKW fahren wir dann ins nächste Krankenhaus, damit die Männer versorgt werden. Für die Verletzten scheint die Fahrt sehr anstrengend zu sein, da sie dauernd stöhnen und wimmern. Mein Englisch ist nicht gut genug, um alles zu verstehen, was die Männer sagen, aber mir wurde später erzählt, dass der eine Mann nach seiner Frau und seinen Kindern fragte. Ein verwundeter Feind ist auch noch immer ein Mensch. Also haben wir die beiden einem Arzt übergeben. Am Nachmittag fahren wir dann ein zweites Mal zur Absturzstelle und helfen dabei, den Bomber und die Wrackteile zu bergen. 3 weitere tote Tommys werden später noch gefunden. Sie waren wohl beim Absturz aus dem Wrack geschleudert worden. Eigentlich hatte ich immer einen Hass auf die Bomberpiloten, da sie Tod und Verderben auf wehrlose Frauen und Kinder werfen. Aber nun habe ich gesehen, dass es auch Soldaten sind, die nur ihre Befehle befolgen. Auch diese Männer haben Familie, haben Frauen und Kinder und wollen sicherlich auch lieber zu Hause im Wohnzimmer sitzen, als mit ihren Maschinen Tod über deutsche Städte zu tragen. Die Silvesterfeier verbrachte ich dann in der Kaserne, da ich Anfang des Jahres zu meiner neuen Einheit verlegen soll. Es geht nun nach Bergen-Belsen in die Panzertruppenschule. Meine Aufgabe dort wird es sein, die jungen Richtschützen auszubilden und meine Fronterfahrung weiterzugeben. Eigentlich keine schlechte Wahl, denn so weit war die Kaserne von Hamburg denn nicht weg.
Die ersten Tage sind geprägt von viel Papierkram. Eine Unteroffizierstube mit 3 Kameraden wird mir zugeteilt und ich merke auf Anhieb, dass es gute Männer sind, mit denen ich nun meine Unterkunft teile. Alles Ostfront-Veteranen, die aus verschiedenen Gründen hier nun die Ausbildung mit unterstützen. Eine Lehrtätigkeit bzw. eine Ausbildertätigkeit, sowas hatte ich vorher noch nicht gemacht. Sicherlich habe ich an der Front immer die jüngeren Panzersoldaten angeleitet und denen gezeigt, wie der Hase läuft. Aber hier muss man tatsächlich theoretischen Unterricht halten und den Männern das Schießen auf Feindpanzer und Feindpacks vermitteln. Ich werde für den ersten Lehrgang einem Oberfeldwebel zur Seite gestellt, um mir ein Bild von dem Ablauf zu machen. Also sitze ich selber wieder auf der Schulbank und höre mir an, was die Ausbilder erzählen. Ab und an werde ich dann auch gefragt und muss meine Erlebnisse schildern. Die theoretische Ausbildung ist geprägt von Karten, Skizzen und Bildern. Man sieht den jungen Soldaten die Begeisterung an. Alle sind mit viel Eifer bei der Sache und können es scheinbar kaum erwarten, mit ihren stählernen Schlachtrossen durch die roten Reihen zu galoppieren. Darüber würden sie wahrscheinlich nach dem ersten Gefecht anders denken. Die meisten von ihnen sind in der HJ groß geworden und haben eine ordentliche Portion Propaganda abbekommen. Wir müssen ihnen hier nicht nur zeigen, wie man kämpft, sondern wie man überlebt. Die Zeit vergeht und ab und an gibt es Post von Kameraden aus meiner alten Kompanie. Ein paar der Jungs schreiben mir ein paar Zeilen und die Männer dort sind nicht zu beneiden. Es fehlt an vielem, nur an Kampfgeist nicht. Scheinbar geht es doch immer wieder ein weiteres Stück zurück. Gerade im Winter ist der Russe noch immer der bessere Kämpfer. Den scheint die Kälte überhaupt nicht zu stören. Es werden aber auch immer weniger Männer, die man dort noch kennt. Die Ausfälle sind zu hoch. Einige sind dann nicht mehr fronttauglich, so wie ich, und die werden dann in Stäbe gesteckt oder haben andere Aufgaben hinter der Front. Ich habe aber auch die Hoffnung noch nicht aufgegeben und ich denke, mein Auge wird wieder besser werden. Nach der ersten Woche hier war ich schon beim Arzt und habe mich untersuchen lassen. Ich erklärte ihm, dass ich bald wieder zur Truppe wolle, aber er meinte nur, dass es mit den Augenproblemen wohl eher im Nachschub dann wäre. Das passte mir zwar immer noch nicht, aber ich war noch nicht am Ende meiner Weisheit. Ich verbringe viele nette Abende mit meinen Unteroffizierskameraden und höre mir an, was die so im Feld erlebt hatten. Und die hatten einiges erlebt, gute Freunde und Panzer verloren. Auch etliche Verwundungen hatten sie erlitten, aber trotzdem waren sie nun froh, hier zu sein und ausbilden zu dürfen. Jeder erzählte auch von seinen Kommandanten und was es teilweise für fähige, aber auch teilweise für unfähige Männer gewesen wären. Auch meine Kommandantenzeit erwähnte ich und alle wunderten sich, warum ich noch kein Feldwebel war. Auch das erzählte ich dann und nun wussten alle Bescheid, dass ich selber schuld war. Als ich mal wieder das Problem mit dem Kopf und dem Turmlook erzählte, kam ich auch irgendwann auf meinen Kommandanten Krugstein, der als Leutnant dann mit der ersten heim ins Reich gegangen ist. Die wurden dann mit Panthern ausgerüstet und hätte ich nicht so viel Mist gemacht, wäre ich wohl auch dabei. Die wären jetzt in Frankreich, erzählte einer meiner Kameraden, und wurden an dem Panzer V ausgebildet. Glückspilze wären das, meinte ein anderer, das wären dolle Dinger. Die 7,5 vom Panther macht wohl alles zu Mus. Ja, ich hatte bei Kursk mit den Panthern zu tun, die waren schon nicht von schlechten Eltern. Das wäre was, stellten wir alle fest und begossen dann den Panzer mit ein wenig Schnaps. Der Januar ging auch bald zu Ende und meine Augen wurden nicht besser. Die Ausbildung war in Ordnung und so oft ich konnte, fuhr ich zu Gudrun und Mareike. Zu Hause lief alles prächtig und ich machte mir nicht allzu viel Sorgen. Auch versuchte ich beim Ausbildungsleiter anzufragen, ob ich bald wieder zu einer Besatzung versetzt werden könnte. Er war ein guter Offizier und er konnte mein Ansinnen verstehen, aber ich wurde nun mal hier gebraucht. Also Frontverwendung erstmal nicht. Also setzte ich dann alles auf eine Karte. Ich schrieb einen Brief an die erste Abteilung und dort meinem alten Kommandanten. Ich wäre jetzt hier und würde aber gerne wieder im Panzer sitzen. Ob er mich nicht irgendwie hier rauskriegen würde, formulierte ich, so gut ich konnte. 2 Wochen später
tauchte dann Oberleutnant Krugstein in Bergen-Belsen auf. Er war auf dem Weg zu seiner Familie und wollte mich vorher sprechen. Ich freute mich sehr und wir hatten uns viel zu erzählen. Frankreich ist sehr schön und die neuen Panzer was Feines, meinte er. Einfach eine tolle Konstruktion und alle Männer konnten es kaum erwarten, endlich dem Russen ordentlich einen zu verpassen. Die Ausbildung ist zwar lang, aber sie ist auch wirklich gut. Die Männer sind motiviert und wenn alles klappt, dann sollte es bald wieder zur Ostfront gehen. Da wäre ich gern dabei, meinte ich. Nun ja, mit den Augen an der Optik wäre das wohl nichts, meinte Peter. Daneben als Kommandant, meinte ich noch, aber den Zahn zog er mir gleich. Denke, das wird nichts. Erstmal Feldwebel werden und das wäre bei meiner Vorgeschichte schon nicht einfach. Aber ich kann dich als Ladeschütze erstmal zu mir holen und dann wird sich sicherlich was finden, schlug Peter vor. Ich überlegte dann, ob ich das wirklich will. Er merkte schnell, dass ich Zweifel hatte, aber natürlich wäre der Weg zurück an die Optik so viel leichter. Wie es mit dem Zielen bei der Schießausbildung hier wäre, fragte Peter. Ich antwortete, dass ich es noch nicht probiert hätte. Also, meinte er, versuch dich auf dem Schießplatz, schreib die Trefferquote auf und wenn ich wieder zur Truppe fahre, komme ich vorher hier nochmal vorbei. Das ist eine gute Idee, meinte ich, das werde ich auf jeden Fall machen. Ich denke auch, das wird Gudrun nicht passen. Aber die Zeit hier macht mich einfach nicht glücklich. Also ran an den Speck. In der nächsten Woche fuhr ich schon mit zum Scharfschießen. So oft ich konnte, war ich dabei. Und ich versuchte immer ein paar Schuss für mich abzuzweigen. Mein Oberfeldwebel ließ es auch zu und ich bat ihn, meine Treffer zu notieren, die gar nicht so schlecht waren. Ja, es war nicht perfekt, aber ich traf immerhin besser als die jungen Panzersoldaten. Das wollte ich dem Peter dann erzählen, wenn er hier wieder vorbeikommt. Also hieß es mal wieder, abwarten.